Ey, magst du das nicht? ごめんよ。でも触らないで。Wichtig ist, dass du glücklich lebst. Hallo zusammen, ich bin Mizuki. Heute koche ich ein japanisches Reisgericht, Oyakodon. Und das ist Oyakodon. Oya bedeutet Eltern auf Japanisch, Ko bedeutet Kind und Don bedeutet ein Reisgericht. Eltern-Kind-Reisgericht, was ist das? Was ist das? Ja, was ist Oyakodon eigentlich? Wie schmeckt es? Ich zeige es euch gleich. Dann, los geht's! Übrigens, wusstet ihr, warum Oyakodon so heißt? Oyako bedeutet auf Japanisch Eltern und Kind. Für Oyakodon benutzt man Huhn und Eier, deshalb heißt er so Oyakodon. Huhn und Eier sind genau wie Eltern und Kind, wie wir. Ich bin also ein Huhn und sie ist ein Ei. Dann kochen wir heute Oyakodon, aber sie ist noch kein Oyakodon. Sie trinkt nur Muttermilch. Dann fangen wir mal an. Danke für deine Hilfe. Dann kochen wir mal Oyakodon. Für Oyakodon braucht man Hähnchenoberschenkel, Eier, Zwiebeln, Lauchzwiebeln, Wasser, Zucker, Hondashi-Pulver, Sojasauce, Mirin. Und wir brauchen auch Reis. Ich empfehle euch, dass ihr japanischen Reis benutzt. Wie man japanischen Reis kocht, schaut gerne ein anderes Video an. Dann bereite ich als nächstes Zutaten zu und ja, in eine Schüssel gebe ich Eier. Ich benutze heute 3 Eier. Ich esse heute mit meinem Mann, also ich koche heute 2 Portionen Oyakodon. Man kann ja 2 oder 3 Eier benutzen. Ich mag Eier, deswegen benutze ich heute 3 Eier. Ja, in einer Schüssel gibt es 3 Eier. Das muss ich gut verrühren. Dann schneide ich Lauchzwiebeln. Das ist eigentlich optional, aber ich benutze gerne für Oyakodon. In Japan isst man oft Oyakodon mit Mitsuba, irgendein andere Blätter. Ja, aber leider kann ich in Deutschland Mitsuba nicht finden, deswegen benutze ich ja im Alternativ Lauchzwiebeln. Das schneide ich ganz ein bisschen. Diese geschnittenen Lauchzwiebeln sind eigentlich optional. Ja, das ist eigentlich wie Dekoration. Ja, genau, dekorationsmäßig. Deswegen braucht man nicht so viel. Ja. Dann schneide ich Zwiebeln. So habe ich Zwiebeln in dünne Scheiben geschnitten. Dann schneide ich Hähnchenoberschenkel, das muss man klein schneiden. Meine Tochter spielt gerade auf unserem Sofa und ja, es tut mir leid für das Geräusch. Wenn man nicht viel Fleisch essen möchte, benutzt bitte wenig Hähnchenoberschenkel. Ungefähr so groß, aber beim Kochen werden sie sowieso kleiner. So habe ich Fleisch geschnitten. Das ist ungefähr 350 Gramm.
So habe ich alle Zutaten zubereitet. Ich koche dann Oyakodon. Dann koche ich mal Oyakodon. Ich gebe als erstes Wasser. Für 2 Portionen 500 Milliliter. Für eine Portion die Hälfte davon, also 250 Milliliter. Dann gebe ich schon mal geschnittene Zwiebeln. Ich habe ein kleines Zwiebeln, also ganzes benutzt. Aber ja, wenn man keine Zwiebeln mag, dann Hälfte oder so, man braucht nicht so viel. Dann mache ich Herd an. Ich koche sie bei mittlerer Hitze. Mia-chan! Hallo! こんにちは。みーちゃん立ってるね。すごいね。すごいね。Wenn das Wasser gekocht wird, dann gebe ich Hähnchenfleisch. Die Hitze vom Herd kann man eigentlich maximal einstellen, nachdem man die Zutaten reingegeben hat. Die Gewürze gebe ich nachher, wenn die Fleisch fertig ist. Wenn Schaum auf dem Wasser kommt, dann sollte man ein bisschen wegnehmen. Diesen Schaum heißt auf Japanisch Aku. Aku. Mia-chan, Oyakodon. Wir kochen nicht. Oyakodon. Ja, wir sind Huhn, ne? Wir sind Huhn und Mia-chan ist Ei, ne? Kawaii Ei.ね、みやちゃん。みやちゃんまで食べれないね。もうちょっと大きくなってからね、食べようね。みやちゃん、日本食とドイツのご飯、両方食べれるね。あとイタリアンもかなパスタ。ドイツ料理。ドイツ料理。Was kochen wir? Geschnetzeltes. Mit Spätzle. Und was kochen wir noch? Deutsch. Pommes. Bratwurst. Bratwurst. Sausage. Sausage. Ja. Oh. Unfall. Ne? Die Fleisch ist auch ein bisschen, ja, verkleinert. Gut. Genau. Ja, da gebe ich dann Gewürze und Eier. Aber Eier ist am Ende. Ja, Kind ist immer am Ende. みえちゃんもうちょっと大きくなったら一緒にご飯作ろうね。Ich würze dann Oyakodon. 2 Esslöffel Zucker, 2 Esslöffel Mirin, 4 Esslöffel Sojasauce und 2 Teelöffel Hondashi-Pulver. Für eine Portion sollte man jeweils die Hälfte von den Zutaten eingeben. Okay, mittlerweile sind die Fleisch und Zutaten schon mal gekocht. Dann erstmal gebe ich mal Reis in eine Schüssel. Ich mag Tsuyodaku, also für Suppe, deswegen auf dem Reis gebe ich ein bisschen schon diese Suppe. Okay, dann gebe ich Eier drauf. Wenn man weiche Eier mag, dann sollte man schnell fertig machen. Ganz ein bisschen verrühre ich.
Dann warte ich ein bisschen. Aber das sollte man nicht so lang machen, sonst werden Eier fest. Ich mache schon mal den Herd aus. Und ja, so sieht das aus. Okay, dann auf dem Reis lege ich die Zutaten. Und lege ich auf dem Oyakodon geschnittene Lauchzwiebeln. Und das ist Oyakodon. Okay, dann いただきます。美味しいです。美味しい？うん。Good. いただきます。めっちゃ美味しい。美味しいね。Und Mia, meine Tochter, guckt mich an. Ne? Beobachtet. Was heißt beobachten? 観察する。観察するね。みやちゃんは観察しますね。観察してますね。Gerade macht sie heißt das dann still, was still? So bringe ich manchmal meine Mom Japanisch bei. Durch Korrektur. Genau. Ich bin eine strenge Lehrerin. 先生です。Ja. 日本語の先生ね。Nee, Mia-chan. Ich zeige oder wir zeigen auch so meiner Tochter, wie wir essen und ich hoffe so, dass sie in Zukunft verschiedene essen möchte. Ja, natürlich so Japanisches und Deutsches und egal, aber hauptsächlich ich hoffe, dass sie nicht wählerisch wird. Mein Mann ist ein bisschen wählerisch. Anspruchsvoll. Was? Sie oder du? Ich. Nicht wählerisch, sondern anspruchsvoll, ne? Okay. Ja, eigentlich wählerisch, aber. Ja, ich hoffe, dass sie ja, alles essen kann. Und ja, sie sollte ein bisschen Appetit haben, deswegen zeige ich oft so, zeige ich Essen und wie ich koche. Das mache ich auch jetzt. Sie ist noch 4 Monate alt, sie versteht wahrscheinlich nicht, aber trotzdem mache ich einfach so. Das ist alles Gewöhnungssache, ne? Deswegen. Ja? Und mein Ziel ist, immer besser Japanisch sprechen als mir. Habt ihr gehört? Dann muss man mal checken in meinen Videos. Die ist meine Rivalin. Ja. Und ich muss besser Deutsch sprechen als mir. Aber leider das schaffe ich nicht. Sie wird Deutsch Muttersprachlerin und ich habe Deutsch als Fremdsprache gelernt. Deswegen spreche ich besonders Aussprache. Grammatik oder Fachbegriffe und so kenne ich wahrscheinlich jetzt besser. Ja, sie spricht jetzt noch nicht, aber ja, genau. Aber wir geben unser Bestes, ne? Und unser Ziel ist, dass meine Tochter Japanisch und Deutsch flüssig sprechen kann. Und auch wenn nicht, ist okay. Ja, wir wohnen in Deutschland, deswegen sollte sie Deutsch mindestens sehr gut sprechen. Japanisch hoffe ich wie Muttersprachniveau, aber ja, wenn nicht, dann nicht. Aber ich hoffe nur, und das ist sehr hilfreich, wenn sie erwachsen wird. Als Kind denkt sie bestimmt, wieso muss ich auch Japanisch lernen und so weiter. Und ich möchte aber auch nicht zwingen. Wir geben einfach unsere Mühe und ja, wir zwingen nicht, dass mir so unbedingt Japanisch, Deutsch oder andere Sprache erlernen muss. Aber ja, wir hoffen und versuchen. Mia-chan wird besser Deutsch als ich und besser Japanisch als du sprechen.
Elite. Naja, ja, mir ist ein bisschen ungeduldig. Sie muss bald schaffen, also ich esse schnell Oyakodon. Ja, dann, wir essen auf. Bis dann. So, das war's mit diesem Video. Ich hoffe, dass euch das Video gut gefallen hat. Wenn euch das Video gefallen hat, bitte gebt dem Video einen Daumen hoch. Und lasst bitte ein Abo da, dann würden wir uns sehr freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Dann, ciao! Ciao!